Hallo Modellbaufreunde, ich bin Richard Deutsch, Geschäftsführer von Powerbox Systems. Heute haben wir ein spezielles Thema, das immer wieder zu Diskussionen und Fragen führt. Wie viel Reichweite hat meine Fernsteuerung? Wie weit kann ich wegfliegen, bevor die Funkverbindung weg ist? Und was muss ich beachten, um die optimale Verbindung zum Modell zu haben? Dazu zeige ich euch, wie wir unsere Reichweitentests mit unseren Fernsteuerungen, mit unseren Empfängern durchführen, wie wir auf 9,3 Kilometer Reichweite kommen und warum das ein besonderes Highlight der Powerbox-Fernsteuerungen ist. Wir werden den Test ordentlich dokumentieren. Wir haben dafür ein Zwei-Mann-Kamerateam dabei, um Sender und Empfänger immer im Blick zu haben. Wir haben lange überlegt, ob wir andere Systeme als Vergleich heranziehen, haben uns aber dann dagegen entschieden. Erstens polarisiert sowas immer sehr stark. Und zweitens bewegen wir uns als Hersteller in einem Vergleichstest rechtlich auf dünnem Eis. Wir konzentrieren uns daher auf unsere Powerbox-Systeme und erklären dafür die Eigenschaften von einem 2,4 Gigahertz-System und welche Antennentechnik bei uns zum Einsatz kommt. An diesem Ort hier oben sind wir regelmäßig, nämlich immer bevor ein neuer Empfänger auf den Markt kommt, eine Änderung an der Funktechnik vorgenommen wird. Und vor Auslieferung der Serie wird jeder Sender, jeder Empfänger unter realen Bedingungen hier oben getestet. Natürlich können wir im Werk hohe Reichweiten auch simulieren, aber Test unter realen Bedingungen kann das nicht ersetzen. Der Ort hier hat die Besonderheit, dass auf der anderen Seite von dieser Talsenke eine Anhöhe ist und die hat ziemlich genau 9,3 Kilometer Entfernung. Das ist ungefähr da drüben bei diesem Biogas-Silo. Durch die Senke haben wir im Prinzip keine Beeinträchtigung durch den Boden. Bodennähe bewirkt bei einem 2,4 Gigahertz Signal immer sehr starke Dämpfung. Ein Test in Bodennähe mit einem 2,4 Gigahertz System würde das Ergebnis völlig verfälschen. Kleinste Änderungen an der Antennenpositionierung sowohl beim Sender als auch beim Empfänger haben sehr große Auswirkungen auf die Reichweite. Hält man den Sender 30 Zentimeter höher oder niedriger, bekommt man völlig nicht reproduzierbare Ergebnisse. Das ist aber auch gar nicht die Anforderung von so einem Fernsteuersystem für Flugmodelle. Und selbst bei Autos oder Schiffen würde die Reichweite mehr als ausreichen. Man sieht das ja dann auch in einem Kilometer Reichweite überhaupt nicht mehr. Bei unseren Powerbox-Sendern fällt sofort die markante Antennenhalterung vorne am Display auf. Das hebt sich von anderen Systemen am Markt deutlich ab. Der Grund für diese Form sind die hier eingebauten Patch-Antennen. Patch-Antennen sind flache Keramikantennen mit einem hohen Antennengewinn. Das heißt also, die brauchen weniger Sendeleistung, um genauso viel Funkenergie zu senden, wie zum Beispiel eine Stabantenne, wie man sie von den Empfängern oder im UKW-Radio kennt. Umgekehrt wird ein schwaches Antennensignal allein durch die Antennenform verstärkt. Die Patch-Antenne hat ungefähr die Abstrahlcharakteristik von einer Halbkugel. Das sehen wir jetzt hier auch in dieser Einblendung. In der Core und der Atom kommen jeweils zwei dieser Patch-Antennen hier vorne zum Einsatz. Diese Antennen sind immer komplett mit Vorverstärker und Funkchip. Das ist also eine komplette Sendeeinheit, die wir hier zweimal eingebaut haben. Die Antennen sind nach außen leicht geneigt eingebaut. Damit wird das komplette Sichtfeld des Piloten optimal abgedeckt, unabhängig davon, wie der Pilot seinen Sender in der Hand hält. Und wenn ein Pilot meint, er muss unbedingt auf dem Rücken den Sender fliegen, dann kann er das in Sichtweite auch machen, kein Problem. Bei den Empfängern werden einfach zu handhabende Kabelantennen verwendet. Die Antennencharakteristik hier ist im Prinzip das gleiche wie bei einem UKW-Radio, das kennt jeder. Die Antennen haben keinen Antennengewinn, deswegen ist es hier umso wichtiger, dass der Vorverstärker im Empfänger möglichst keine Verluste aufweist, beziehungsweise die Filterbeschaltung im Empfänger muss optimal abgeglichen sein. Umschaltdioden, wie sie bei manchen Systemen verwendet werden, um die Anzahl der Antennen zu erhöhen, wirken sich eingangsseitig
besonders nachteilig aus, weil hier Empfangsverluste stattfinden. In den Powerbox-Empfängern haben wir immer zwei komplette Empfangseinheiten verbaut. Das heißt also, das Anpassnetzwerk, die Vorverstärker und die Funkchips sind immer zweimal vorhanden. Die Abstrahlcharakteristik dieser Kabelantennen, die ist ähnlich wie so ein Donut, wie wir das jetzt auch hier in der Einblendung sehen. Das heißt, Senden und Empfangen von der Seite ist hier eigentlich optimal. Von oben, also von vorne direkt auf die Antennenspitze, hat man im Prinzip so gut wie gar keinen Empfang mehr. Darum werden bei diesen Antennen am besten immer zwei Antennen eingesetzt in der 90-Grad-Anordnung. Damit hat man auch bei unterschiedlicher Fluglage des Modells immer eine Antenne mit einer guten Ausrichtung. Um den Empfang für alle Fluglagen perfekt abzudecken, müsste man auf jeden Fall drei Antennen verwenden, die also im 90-Grad-Winkel zueinander stehen. Also so, so und so. Damit hätte ich alle Funkempfangslagen komplett abgedeckt. Nun zum eigentlichen Test. Der soll wie folgt ablaufen. Der Sender bleibt hier oben. Meine Schwester Eva wird ihn bedienen und wir verständigen uns per Telefon. Eine der beiden Kameras bleibt auch bei der Fernsteuerung. Die andere Kamera fährt in unserem Bus mit. Die beiden Kameras sind zeitsynchronisiert. Damit die Fahrt mit den Empfängern das Video nicht unnötig in die Länge zieht, kürzen wir den Fahrteil ab. Sender und Empfänger bleiben eingeschaltet. Wir wollen auch zeigen, dass selbst nach längerer Fahrt hier durchs Dorf der Empfang sofort wieder hergestellt wird, sobald auf der anderen Seite dann ein ausreichendes Signal anliegt. Bei unserem Core-Sender kann man durchlaufende DOR-Sequencer-Funktionen programmieren. Damit lässt sich das Servo immer gleichmäßig hin und her laufen. Und man sieht, wenn es einen Empfangsausfall gibt, sieht man das dann auch sofort an einem ruckelnden Servolauf. Wir haben noch einen zusätzlichen PBR26XS angeschlossen, einfach nur um die Funktionsweise dieser Technik zu zeigen. Der kann aufgrund der kleinen Bauform ohne weiteres zur Empfangsverbesserung in ein Seitenleitwerk eingebaut werden oder wo sonst Platz ist im Rumpf. Wir werden aber auch zeigen, dass der PBR9D den Reichweitentest auch ohne Zusatzempfänger schafft. Wir werden dann den 9,3 Kilometer entfernten Standort anfahren. Um das Ganze dann noch etwas spannender zu machen, habe ich einen Rahmen mit Ora-Coverfolie gebaut. Den halten wir dann mal vor die Empfänger, einfach nur um zu sehen, wie sich das auf die Empfangsqualität auswirkt. Das ist ein ganz typisches Szenario in einem Holzmodell, wo die Empfänger im Rumpf verbaut sind und die mit Ora-Coverfolie bespannt sind. Los geht's. Okay, Stativ ist eingeladen. Ich würde sagen, fahren wir los. Okay, dann bauen wir das mal auf.
So, die Antennen sind ausgerichtet. Dann können wir anrufen. Okay, Evi. Hast du die Fernsteuerung? Ja. Gut, wie wir sehen, läuft das Servo einwandfrei. Ja, auch die Zusatzempfänger funktioniert. Schauen wir mal, was passiert, wenn ich den nach vorne klappe. Ja, kein Empfang, weil, wie wir vorhin gelernt haben, haben wir diese donutförmige Empfangsrichtung. Das heißt also, hier übernehmen dann die anderen beiden Antennen. Dann habe ich jetzt noch den Rahmen vergessen. Was sagt der LQI, Evi? Okay, dann halten wir jetzt mal den Rahmen davor, so wie das in einem normalen Modellflugzeug mit Bespannfolie eben auch vorkommt. Siehst du irgendeine Änderung? Alles klar. Also wie wir sehen, auch mit Bespannfolie hat so ein 2,4 GHz System selbst auf diese Distanz keine Probleme. Und ja, das Einzige ist, diese Antennenausrichtung, wenn die Antennen Richtung Sender zeigen, dann kommt einfach nicht viel an. Das kann man verbessern, einfach durch zwei oder drei Antennen einbauen, die in verschiedenen Richtungen stehen, und schon ist das Problem behoben. Auf dem Nahbereich 2-3 Kilometer, wo man weitestens fliegt, ist das sowieso kein Thema. Wir haben alles gezeigt, was wir zeigen wollen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was über Funktechnik gelernt, Antennentechnik, über unser Powerbox-System. Und ja, genug Video geschaut. Ab auf den Flugplatz. Tschüss, bis zum nächsten Mal.